Hallo, Early Funk, hier bei Hautnah 9. Ja. Ja, so ein bisschen erzählen, was das, ich habe es ja versprochen, was das Tattoo zu bedeuten hat. Und ich wollte mir schon einen besonders schönen Ort raussuchen. Ich finde, der perfekte Platz habe ich gefunden. Das Wetter ist auch perfekt, also alles perfekt. Ja. Also das Tattoo hat schon mehrere Bedeutungen. Natürlich auch meine Abstammung mit teils Deutscher, teils Chinesisch. Bestand zu beide Abstammungen, aber deswegen, weil ich bin auf Deutschland stolz, aber auf China, und deswegen haben wir dann das stechen gelassen. Dann hat man ja seine Kampfsportvorbilder, Kampfkunstsportvorbilder wie Bruce Lee oder Jet Li oder Jackie Chan und Donnie Yen und etc. und so weiter. Da gibt es ja so viel. Zwar aus dem europäischen Bereich auch, aber sehr viel aus China, und die ganze Kampfkunstsportvorbilder zur Ehre habe ich das auch gemacht. Das Tattoo ist jetzt ein bisschen viel los, weil am Parkplatz da natürlich laufen da Leute rum, und das ist einer von den Kunden. Ja. Iron Philip, ja, wie schon gesagt, das möchte ich auch schon erwähnen, bevor ich über das Tattoo weiter erzähle. Iron Philip, du hast ja mit mir mal was machen wollen und du hast ein paar Pläne gemacht. Wir können uns ja mal am Wochenende treffen. Schon haben wir da Adresse im Geschäft oder so, und dann hole ich die ab oder so, und dann können wir vielleicht auch zusammen ins Fahrclips treiben, wenn du willst. Da können wir ja davor mal absprechen. So Demonstrationen sind das. Wollte eigentlich ganz beim Anfang einen Clip erwähnen. Iron Philip, ja. Zum Tattoo wieder zurück. Also das hat sehr viel Bedeutung. Die Hauptbedeutung von dem Tattoo ist natürlich meine Frau, meine Tochter. Ja. Meine Frau ist teils chinesisch, teils koreanisch. Und ich bin teils Deutsch, teils Chinesisch, und meine Tochter, die ist teils Koreanisch, teils Chinesisch, teils Deutsch. So. Und ich war mit meiner Frau, also 16 Jahre, 16, 17 Jahre, und dann durch finanzielle Gründe haben wir uns trennen müssen, und es ist total dann irgendwann, wir haben eigentlich geplant, wieder zusammenzukommen. Ja, das ist nur eine kurze Epoche. Und es ist so zusammengebrochen. Und die Trennung zu Frau und Tochter ist die Verletzung in der Haut. Die Haut reißt da, sind auch echte Hautpartikel worden eingeschafft. Ja. Und die Verletzung symbolisiert die Trennung zu meiner Frau und meiner Tochter, weil es mich echt tief verletzt hat, und ich bin eine ziemlich lange Epoche auch durch die Dunkelheit gelaufen. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, außer die es selber schon mal betroffen hat. Und die China-Fahne, die unter der Haut rauskommt, das soll die Liebe, die ich zu meiner Frau und Tochter habe, repräsentieren. Ja? Und immer wenn ich auf das Tattoo gucke, soll mir das auch Kraft geben am Weitermachen, am Weiterleben, und dass es eine Hoffnung gibt, dass ich zu meiner Familie wieder zurückkomme, dass wir wieder zusammenkommen und mir Halt geben und Kraft, egal, auch wenn es anders ausgeht. Ja? Dass die Emotionen, die ich zu meiner Frau und meiner Tochter habe, in die Haut reingestochen ist. Quasi die Trennung, wo passiert ist die Verletzung an der Haut. Und tief in mir sieht man dann die Liebe zu meiner Frau und Tochter in der Form von einer China-Fahne. Ja. Ich komme jetzt näher an die Kamera nach, weil ich habe auch gehört von Mazdaco, dass, wenn ich zu weit weg bin, mich schlecht hört. Auf dem Home-PC hört man eigentlich alles gut, weil ich ja Buchse habe. Am Handy hört man auch alles gut, aber vielleicht hat nicht jeder von euch die hohe Technik. Ja, und das Tattoo gibt mir Kraft am Leben, das hat mich auch perfekt gestochen, Deepskin. Und Grüße geht raus, Freunde. Und es soll halt ja, die tiefe Emotionen, die zu meiner Frau und Tochter da widerspiegeln. Natürlich finde den Marxismus gut, den Mao Zedong gut. Und ich finde, China ist ein gutes Land, und die chinesische Regierung finde ich super. Und es könnte die natürlich Parteimitglied war in der chinesischen Partei. Ja.
Und ja, ich finde eigentlich, das Gegenteil, wie da berichtet wird, finde ich eigentlich die chinesische Regierung auch aktuell top. Und die macht schon alles richtig, weil so ein Großland ist halt auch mit so vielen Menschen auch schwer zu regieren. Boah. Ja. Weil meine Frau und meine Tochter mir alles bedeutet haben, mir das Tattoo stechen gelassen. Und als ich meine Frau vor Ewigkeit zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich gewusst, es gibt eine menschliche Seele. Und als ich das erste Mal das Liebesgefühl zu meiner Frau, also wo meine Frau gesehen hat, mich so in sie verliebt haben, die Liebe war so stark und ist noch so stark, ja, ist immer noch aktuell. Das ist so, wie schon gesagt, du weißt erstmal, dass es eine menschliche Seele gibt. Und das Gefühl ist so stark zu meiner Frau und zu meiner Tochter, die Liebe. Da weißt du auch, dass es Gott gibt. Und die Liebe ist so stark, dass du Gott persönlich ins Auge siehst. Und deswegen, obwohl das die großen Emotionen, die ich habe, eigentlich in den Tod stechen. Ja. Stechen lassen und das habe ich auch gemacht. Und ich finde das eigentlich, das Tattoo gibt mir halt sehr viel Kraft im Leben. Ja. Sehr viel Kraft, sehr viel Halt im Leben. Und da ist auch wirklich der Meisterwerk gestochen worden, tot. Und das ist eine starke Symbolik, was ich tief im Herzen empfinde für meine Frau und für meine Tochter. Ja. Und deswegen habe ich mir das stechen gelassen. So in der Form, wie es ist. Ja. Ich denke mal, dass jeder im Leben schwer hat. Und man muss sich im Leben durchbeißen wie ein Kobra, sich durchschlängeln. Ja. Weil Kobra möchte auch alles zum Überleben. Ich habe mir auch noch ein zweites Tattoo stechen lassen mit großer Symbolik. Das kommt dann da drauf. Und es wird unter anderem am Goldi gewidmet. Aber jetzt muss ich erstmal wieder zu Cash kommen und mal ein bisschen trainieren und dann mal gucken, wenn ich mir das Jahr noch das stechen lasse. Also ja. Das ist wirklich Schönheit. Und dann der Vogelgesang ist auch wieder göttlich. Ja. Ich habe jetzt gesagt, was das bedeutet hat. Genau. Ja. Und man soll sich halt immer sehr viel Gedanken machen, wo man es stechen lässt. Also kein Tattoo im Suff machen, kein Tattoo spontan machen, auch nicht im Urlaub. Man soll sich da richtig Gedanken machen, was lasse ich mir stechen und wie lasse ich mir stechen und zu welchem Tätowierer gehe. Ja. Und ich habe mir den Tätowierer im Internet rausgesucht, fand die beste Arbeit, die ich gesehen habe, sage ich, das sind sie, da will ich nach. Mit dem Tätowierer war ich gleich auf der gleichen Wellenlinie, ist ein super Mensch, der Michael, hat alles passt. Und ja, also besser kann es gar nicht sein. Ja. Und wenn ihr mir auch Freiraum lasst, kann ich so persönliche Sachen auch in Zukunft weitererzählen. Das hoffe ich, dass ich damit euch auch irgendwie moralisch bereichere oder euch auch irgendwo Lebenskraft gebe. Weil die Arbeit in YouTube ist ja so, dass ich euch was gebe, aber die gibt mir auch was, dass ich da zum Beispiel einen Lebensinhalt habe, mich auch kreativ ausleben und so weiter. Wir wollen ein bisschen auf der Waldlauf den Vogelgesang zu Wort kommen lassen. Und dann, ja.